ich würde sagen, wir können die 3 allein lassen. Ich wollte noch einen kurzen Blick auf den Herd werfen. Also nichts für ungut, aber das sollte sich wirklich ein Experte angucken. Außerdem, ihr habt schon genug geholfen. Bis später. Und bevor noch mehr Unfälle passieren. Wieso? Ach, die kleine Schnittwunde. Du warst einfach schneller. Kunststück. Du hast ja überhaupt nicht reagiert. Hm? Immer noch deine Panikattacken? Was? Nein. 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 Quatsch, es ist alles in bester Ordnung. Hm? Oh nein, das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein. Dieser Schmierfink. Den sollte man anzeigen. Darauf spekuliert er doch nur. Er will, dass das Ganze hochkocht. Am besten wir ignorieren das einfach. Wie soll ich denn sowas ignorieren? Wenn einer so über meine Tochter schreibt, Hallo, Schatz. am liebsten würde ich den... Hey. Nicht? Nichts. Wieso? Nein. Nee, lies das nicht. Lies das nicht. Das ist Blödsinn. Dass sie diesem Pflock überhaupt ein Interview gibt. Immerhin ist sie ehrlich genug, sich alleine für das Desaster verantwortlich zu machen. Ja, und ich bin das bedauernswerte, ahnungslose Opfer. Das hat sie großartig hingekriegt. Sie schafft es wirklich, mich überall als Idiot hinzustellen. Zuletzt in der Kirche und jetzt das. Ich fasse es einfach nicht. Also, ich glaube nicht, dass sie das mit Absicht gemacht hat. Welchen Teil von dem Artikel hast du nicht verstanden? Keine Ahnung, vielleicht ist sie einfach nur naiv und war sich über die Konsequenzen nicht bewusst. Sie ist ein Vollprofi, was Presse betrifft. Das weißt du genauso gut wie ich. Also glaubst du wirklich, sie hat alles so gesagt, wie es da steht? Die verdrehen haben doch das Wort im Munde. Ja, und das ist alles meine Schuld. Mensch, ich hätte wissen müssen, dass sowas bei der Sache rauskommt, obwohl ich Rebecca extra rausgehalten habe. In erster Linie kommst du hier schlecht weg. Ja, das entspricht aber auch den Tatsachen. Im Gegensatz zu Tristan wusste ich nicht, was ich wollte und habe die Entscheidung bis zum letzten Moment rausgezögert. Du hast das Interview für Tristan gegeben? Ich will einfach, dass die Öffentlichkeit weiß, dass er nichts falsch gemacht hat. Dieses ganze Desaster geht doch auf mein Konto. Und du glaubst, dass er dir jetzt verzeiht? Ich will ihm einfach die Presse vom Leib halten, damit er ganz in Ruhe mit dieser Sache fertig werden kann. Und das schaffe ich am besten, wenn ich die ganze Schuld auf mich nehme. Ja, sobald es geht. Gut. Wiederhören. Du willst eine Pressekonferenz geben? Es wird Zeit, dass die Leute meine Version der Geschichte kennenlernen. Tristan, tu nichts Unüberlegtes. Du kennst die Presseleute. Die warten nur darauf, dass ihr euren Streit in die Öffentlichkeit tragt. Und je mehr Futter du ihnen gibst, umso mehr stürzen sie. Das ist mir egal. Ich werde für klare Verhältnisse sorgen, und zwar ein für alle Mal. Hat Tristan dir gesagt, worum es bei dieser Pressekonferenz gehen soll? Nur, dass er Klarheit schaffen will. Es ist gut, dass du dabei bist, weil sein Anwalt nötig ist. Nach der geplatzten Hochzeit kann sich Landheim Enterprises kein Publicity-Desaster mehr erlauben. Herr Pflock. Und womit dürfen wir heute rechnen? So kurz, nachdem Ihr Bruder vor dem Altar stehen gelassen wurde. Falls Sie sich irgendein Emotion... Was geht denn so einem Mann vor? Wie geht er mit solch einer Demütigung um? Darf ich jetzt? Danke. Falls Sie sich irgendein emotionales Geständnis erhoffen, das Sie ausschlachten können, muss ich Sie leider enttäuschen. Dazu wird es nicht kommen. Ach, sind Sie deswegen hier? Als Anwalt der Familie? Jetzt bin ich richtig gespannt. Ich freue mich, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Muss das jetzt sein? Kannst du mal umschalten? Ich wollte eigentlich das Pokalspiel sehen. Ja, aber ich will die Regional... Ach, guck mal, den kennen wir doch, den Freund. Ich habe diese Pressekonferenz angerufen, um den Spekulationen entgegenzutreten, die sich um die Beziehung zwischen Marlene von Landstein und mir ranken. Natürlich haben Sie alle auf große Schlagzeilen gehofft, aber ich bitte Sie respektvoll mit der Privatsphäre der Betroffenen umzugehen. Was Marlene von Lahnstein und mich betrifft, wir haben uns ausgesprochen und entschieden, dass eine Heirat unter den gegebenen Umständen die falsche Entscheidung gewesen wäre.
Aber Sie waren ja nicht nur miteinander verlobt, sondern auch noch gemeinsam in diversen Projekten engagiert. Sie haben zusammen einen Club eröffnet und gemeinsam ein Musical auf die Bühne gebracht. Ich betone nochmals, dass wir uns einvernehmlich getrennt haben. Ich hege keinerlei Groll. Dann werden Sie also auch in Zukunft noch zusammenarbeiten. Natürlich haben wir auch beruflich eine Einigung gefunden, ja. Was konkret? Das heißt konkret, dass Lily Rose weiterlaufen wird. Und Sie dürfen sich gerne selbst davon überzeugen bei der nächsten Vorstellung. Vorausgesetzt, Sie bekommen noch Karten. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Moment, Herr von Lahnstein. Das steckt ihr ja gut weg. Ja, Tristan hat ein großes Herz. Ich finde es schön, dass er deine Entscheidung respektiert. Das ist mehr, als ich gehofft hatte. Aber ich wusste gar nicht, dass Sie schon über alles gesprochen haben. Haben wir auch nicht. Ist vielleicht auch gar nicht nötig. Offenbar kann er Berufliches gut von Privaten trennen. Ja, vielleicht sehe ich ihn ja sogar heute noch vor der Vorstellung und wir können normal miteinander reden. Sieht ganz danach aus. Willst du die Sachen gleich ins Bahnhof bringen? Ja, aber erstmal trinken wir was. Komm, ich lade dich ein. Oh. Eva, wir hätten gern noch 2 Eistee. Ja? Großzügig. Ich finde, du solltest noch mal mit Ricardo reden. Ach, das war wahrscheinlich nur so eine einmalige Aktion. Er hat dir eine komplette Speisekarte entworfen. Ja, weil er sich ein paar Gedanken gemacht hat. Schatz, er hat die ganze Zeit von wir und uns gesprochen. Also so wie er sich ins Zeug gelegt hat, gehe ich davon aus, dass er will, dass du ihn zum Teilhaber machst. Wie bitte? Ricardo will Teilhaber werden? Macht ihr Witze? Ricardo hat eine komplette Speisekarte für Emilio entworfen. Mich würde es nicht wundern, wenn er heute Abend mit einer Kochschürze auftaucht. Ja, so habe ich auch geguckt, als ich das gehört habe. Hey Mädels, er will doch nur helfen. Willst du seine Hilfe denn? Bei mir ist in erster Linie wichtig, dass ich immer noch meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Ich habe schon genaue Vorstellungen, aber Mensch, ich will ihm nicht vor den Kopf stoßen. Er hat jetzt erst seinen Job im Krankenhaus quittiert, ist durch die Pampa gepilgert auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und Mensch, der ist gerade echt schräg drauf. Am besten, ihr lasst mich mal mit ihm reden. Aber sei ein bisschen einfühlsam, wir Männer sind sehr sensibel. Danke, dass du mich daran erinnerst. Bitte. Was ist denn hier los? Hallo. Mein Schlüssel passt irgendwie nicht mehr. Ja, und? Was machen Sie da? Kriege ich eine andere Garderobe? Keine Ahnung. Marlene. Du hast mich ausgetauscht. Sozusagen, ja. Warum? Tristan? Weißt du was, warum kommst du nicht einfach in meinem Club vorbei und dann besprechen wir alles? Okay, ich bin in 5 Minuten da. Schön. Bis gleich. Desiree? Vielleicht hätten Sie noch Lust auf eine kleine Führung. Und wann können Sie liefern? Ich habe gerade 240 Liter Gefrierschrank gekauft. Super Schnäppchen. Doch nicht etwa für die Bar. Großartig, großartig. Ja, die Lieferadresse haben Sie ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Doch, klar, für Emilio. Er muss doch immer frische Sachen in der Bar haben. Willst du mal die Speisekarte sehen?
Vielleicht will ja Emilio selbst entscheiden, was er seinen Gästen anbietet. Ah, ich habe so viele Ideen, da kann er sich was aussuchen. Ja, aber es ist seine Bar und seine Entscheidung. Das klingt jetzt fast so, als hätte er sich bei dir beschwert. Ach, Quatsch. Es ist nur... Ich finde, du übertreibst. Emilio ist wie ein zweiter Sohn für mich. Da will ich nicht, dass er gleich mit seinem ersten Projekt auf die Nase fällt. Und deshalb machst du es zu deinem Projekt. Worum geht's hier? Dass du alles an dich reißt. Aber es ist Emilios Bar und er muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und wenn er damit auf die Nase fällt, dann ist das sein Problem. Sein Problem. Aha. Was willst du von mir? Ich weiß nicht. Naja, erst machst du einen auf Pferdepfleger, dann pilgerst du durch die Weltgeschichte und jetzt kaufst du Kühlschränke und schreibst Speisekarten. Also entschuldige, aber das wirkt irgendwie verzweifelt. Verzweifelt. Ich? Ja. Seit du nicht mehr als Arzt arbeitest, bist du nicht mehr du selbst. Ja. Ich mache mir einfach nur Sorgen. Das ist alles. Hi, Marlene. Hi. Ist Tristan da? Probier's mal unten, er ist vielleicht im Lager. Okay. Danke. Ich hab's doch nur gut gemeint. Vielleicht etwas zu gut. Was ist eigentlich los? Na, was soll los sein? Diese ganze Aktion. Mir kommt es ein bisschen so vor, als wüsstest du nichts mit dir anzufangen. Ich habe gerade einfach viel Zeit und viel Energie und versuche, das möglichst sinnvoll einzusetzen. Und wie lange soll das noch so weitergehen? Was willst du denn in Zukunft machen? Hör auf, den Dingen auszuweichen. Es wird Zeit, dass du dich mit dir auseinandersetzt. Du bist Arzt. Ein guter Arzt. Der fast seinen eigenen Sohn umgebracht hätte. Aber dein Sohn lebt und er ist gesund. Was er nicht mir zu verdanken hat. Wie lange willst du dir das noch vorwerfen? Du musst dich damit auseinandersetzen und dann eine Entscheidung treffen. Die habe ich getroffen. Ja, aber du weichst ständig aus Angst. Wie heute Morgen auch. Du schaffst es ja nicht mal, auf so einen kleinen Schnitt ein Pflaster drauf zu kleben. Aber das sag ich doch. Schön. Wenn du damit so weiterleben willst. Aber dann steh wenigstens dazu, dass das keine Entscheidung ist, sondern nur eine Flucht aus Feigheit. Das sagt die Richtige. Ich bin vielleicht feige. Aber nur, weil ich nicht denselben Fehler zweimal machen will. Aber du hast gerade deinem Bruder seine Verlobte ausgespannt und ihm damit den Rest seines Lebens ruiniert. Ein bisschen mehr Rücksicht hätte dir dabei gut zu Gesicht gestanden, findest du nicht? Also pass auf, wen du verurteilst und kehr vor deiner eigenen Tür. Tristan? Tristan, bist du hier? Marlene. Geh doch schon mal hoch, ich komm gleich. Was soll das? Was soll das? Es ist ja eine Sache, wenn du dich mit einer anderen vergnügst. Aber musst du ihr deshalb gleich meine Rolle geben? Lass deine Wut an mir. Das kann ich völlig verstehen. Aber die ganze Show zu kippen, muss das wirklich sein? Du denkst, ich habe Desiree die Rolle gegeben, damit ich dir eins auswischen kann? Warum denn sonst? Marlene, es geht ja nicht um persönliche Dinge. Es geht ums Geschäft. Und Desiree ist nun mal in jeder Hinsicht die bessere Besetzung. Ich habe bislang dir den Vorzug gegeben, weil... Naja, lassen wir das. Aber die Zeiten sind vorbei. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Tristan, das bist nicht du.
Deine Musical-Karriere ist hiermit beendet.